Die Innenministerin, die wird gleich in Wiesbaden aktuelle Fallzahlen zum Thema sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorstellen. Diese Zahl der Fälle und auch die Zahl der Opfer, da ist sie schon ein Spalt auf die Tür. Vielleicht kommt sie just in diesem Moment dann rein. Eigentlich wollte sie 9:30 ja schon anfangen, die Zahlen zu präsentieren. Das hat nicht funktioniert, weil sie im Stau stand. Und tatsächlich, da kommt sie, die Innenministerin. Ich glaube, wir bleiben gleich auf den Bildern. In jedem Fall noch dieser Satz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zahl der Fälle und der Opfer hat sich laut Bundeskriminalamt in den vergangenen Jahren stark nach oben bewegt. Über Hintergründe und wie man dagegen vorgehen will, wird auch sie sich jetzt äußern, die Innenministerin Nancy Faeser. Und damit ab nach Wiesbaden. So, das, was Sie da gerade sehen, ist nochmal natürlich für die versammelte Presse im Saal der Bericht, den die Innenministerin in der Hand hält, beinhaltet eben die Zahlen, von denen man eben leider sagen muss, dass sie in der Vergangenheit stark zugenommen haben. Es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Straftaten also im Zusammenhang auch mit Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten. Und dabei spielt natürlich zunehmend mehr das Internet eine Rolle. Und zu den Zahlen jetzt also die Innenministerin Nancy Faeser. Das Lagebildes Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße ganz herzlich die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes, Martina Link, und die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Klaus. Sie werden zunächst 3 Statements hören. Anschließend wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Pressekonferenz werden Ihnen Frau Link und Frau Klaus noch für einen Sammel-O-Ton zur Verfügung stehen. Frau Faeser, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gehört wohl zu den furchtbarsten und widerwärtigsten Formen von Kriminalität, die Ermittlerinnen und Ermittler wie hier im Bundeskriminalamt und bei den Landespolizeien verfolgen müssen. Diese schrecklichen Missbrauchsstraftaten treffen die Verwundbarsten in unserer Gesellschaft, nämlich Kinder und Jugendliche. Diese Taten verursachen unfassbares Leid für die Betroffenen. Die tiefen seelischen Wunden bleiben oft ein Leben lang. Zusammen mit der Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes, Martina Link, und Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, stelle ich Ihnen heute das aktuelle Bundeslagebild vor. Auch im Jahr 2023 waren leider in nahezu allen Deliktsbereichen Anstiege der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind weiter gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 16.375 Fälle polizeilich bekannt. Das ist ein Anstieg um 5,5%. Auch bei der Verbreitung von Bildern und Videos von Missbrauchstaten gab es eine weitere Zunahme um 7,4% auf mehr als 45.000 Fälle. Um es konkret zu machen, jeden Tag werden in Deutschland 54 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Viele Opfer sind noch sehr jung. Mehr als 2.200 Mädchen und Jungen waren zum Zeitpunkt, als sie missbraucht wurden, jünger als 6 Jahre. Das sind entsetzliche Taten, die uns tief berühren und fassungslos machen. Die meisten Opfer kannten die Täter, weil es Familienangehörige oder Freunde oder Bekannte waren. Gerade für junge Kinder ist es sehr schwer, sich eigenständig an die Polizei zu wenden, sich Hilfe außerhalb des engen sozialen Umfeldes zu suchen. Mit der Kampagne von Kerstin Klaus "Schieb deine Verantwortung nicht weg" nehmen wir Erwachsene in die Verantwortung, hinschauen, nachzufragen und vor allen Dingen dann auch zu handeln. Wie wichtig das ist, zeigt ein Fall aus unserem Lagebild. Weil eine Frau ihre Schwägerin verdächtigte, die minderjährige Tochter unbekannten Männern für sexuelle Handlungen anzubieten, erstattete sie Anzeige. Die Ermittlungen von BKA und Landespolizei bestätigten leider den Verdacht. Die Beschuldigten trafen sich mehrfach mit dem 13-jährigen Mädchen, um das Kind zu missbrauchen.
Vor einem erneuten Treffen konnten die Beschuldigten festgenommen und das Mädchen endlich von seinen Qualen erlöst werden. Aber Sie sehen, wie wichtig das Handeln dann in dem Fall der Schwägerin war. Hinzuschauen und zu handeln, wann immer Gefahren für Kinder drohen, das ist eine zentrale Aufgabe des Staates, aber auch unserer Gesellschaft insgesamt, wie dieses Beispiel eben zeigt. Unsere Ermittlungsbehörden arbeiten mit Hochdruck daran, andauernde Missbrauchstaten zu beenden und die Tatverdächtigen schnell und konsequent zu ermitteln. Kein Täter darf sich sicher vor Strafverfolgung fühlen. Das sind wir den Opfern dieser entsetzlichen Straftaten schuldig. Ich bin sehr dankbar für die wirklich herausragende Arbeit der Kolleginnen und Kollegen des BKAs in diesem Bereich. Sie sind aber auch, und das will ich noch mal betonen, täglich enormen Belastungen ausgesetzt, vor allen Dingen mentalen Belastungen, sich diese furchtbaren Bilder anzuschauen und mit diesen Handlungen zurechtzukommen, weil das macht ja auch was mit einem selber. Man hat auch selbst Familie und dafür will ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen größten Dank, Respekt und Wertschätzung ausdrücken. Soweit